Hi, ich bin der Micha. Willkommen in meiner barrierenfreien Wohnung. Kommt mit rein. Ich wohne hier mit meiner Frau Britta und meiner Tochter Carlotta. Hallo, willkommen in unserer Wohnung. Willkommen in der Wohnküche. Also, hier ist die Küche. Kommt mal mit rein. Die Küche war schon drin, als wir eingezogen sind. Wir haben nur kleine Anpassungen gemacht. Die kleinste, aber auch sehr wichtigste ist, dass man selbst an den Wasserhahn kommt. Somit haben wir eine Mischbatterie, die hier oben ist und somit der Weg zum eigentlichen Hebel sehr kurz ist. Das ist eine Riesenerleichterung. Barrierefrei wäre eigentlich, dass das komplett unten frei wäre und man drunter fahren könnte. Das heißt, dass man wie beim Waschbecken eigentlich drunter fährt und die Füße unten drunter versteckt sind. Es gibt mega geile Küchen, die elektronisch höhenverstellbar sind. Und das ist natürlich gerade praktisch, wenn ein Rollstuhlfahrer mit einer Fußgängerin zusammen wohnt. Aber die Küche war schon drin und da Micha so groß ist und so lange Arme hat, geht es eigentlich. Er kommt einigermaßen gut an alles dran. Das Problem, vor allem am Anfang, war noch ganz doll als Frischverletzter, dass er halt sich gar nicht vorbeugen konnte. Durch die Lähmungshöhe und noch kein Training und noch keine Technik wäre da direkt aus dem Stuhl gekippt beim Vorbeugen, genau. Das Gute ist, die Griffe von der Küche sind ziemlich gut für Micha zu greifen. Also wenn das nur so Rillen wären oder irgendwas Feineres, was er feinmotorisch schwieriger greifen müsste, dann wäre es schwieriger und da kann er sich gut einhaken und die aufziehen. Ich gehe meistens an die untere Sachen ran. Die obere Sachen verwendet meine Frau Britta. Wir haben das Gefrierfach hier unten oder auch eine weitere Gefriertruhe, die hier ist. Und da ist super Mittagessen zu haben für die nächsten Wochen. Wir haben ganz schön viel Glück gehabt, dass wir einen Rollifahrer kennenlernen durften, der in dieser Wohnung schon wohnte und selbst gebaut hat und somit auf absehbare Zeit ausziehen wollte. Und genau diese Wohnung haben wir dementsprechend dann auch übernommen. Was wir auch angeschafft haben, beziehungsweise das hat Michas Oma gesponsert, war dann die Idee, ob ein Thermomix nicht helfen würde im Alltag, dass Micha auch mal noch was zubereiten kann, weil er hat eine eingeschränkte Handfunktion und kann nicht feste greifen und die rechte Hand ist ganz gelähmt. Hiermit komme ich mit den Füßen drunter und kann ohne große Probleme dann auch in den Thermomix schauen. Das ist halt das Gute, dass er jetzt quasi einen Topf hat, in den er selber reingucken kann. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Aber auf dem Herd, immer wenn ich gesagt habe, kannst du mal kurz umrühren oder pass mal auf, dass nichts überkocht oder so, ist es halt für ihn total lästig, weil der Topf ist dann halt so auf der Höhe und er kann nicht reingucken. Ich kann euch noch was zeigen. Der Micha hat nämlich ein spezielles Messer. So. Genau, und dann kann er auch ein bisschen mithelfen in der Küche oder ein bisschen schnibbeln. Mein Unfall war vor 5 Jahren und es war ein Badeunfall. Hier in Tübingen und sehr typisch Köpfe ins Wasser. Nicht gerade stolz drauf, darum nehmt euch in Acht vor Gewässer, die ihr eigentlich schon gut kennt. Ja, guten Appetit. Hier haben wir einen Tisch. Es ist wichtig, dass man genügend Beinfreiheit hat, um dass sich meine Knie nicht anschlagen. Oh, ja. Die Couch hat besondere Beine. Britta war so pfiffig und hat Beine, die in genau dieser Höhe bestellt, in der ich selbst von meinem Rollstuhl zur Couch rüberrutschen könnte. Sowas war uns halt total wichtig.
dass wir so möglichst viel Normalität haben und auch die Sachen ästhetisch sind und schön und modern und nicht irgendwie vor 10 Jahren für den Pflegebereich entwickelt und seitdem wurde nichts mehr dran geändert. So. Also es gibt ja den Begriff Universal Design, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, aber universelles Design, das besagt einfach die Sachen so gestalten, dass wirklich jeder sie nutzen kann und sie von jedem nutzbar sind. Und im Grunde finde ich, alles, was ein Rollstuhlfahrer benutzen kann, macht es auch uns leichter. Man stolpert weniger, weil es weniger Schwellen gibt. Man hat mehr Raum, weil es Wendekreise gibt und weniger beengt ist. Man stößt sich weniger wo an. Ich überlege jetzt wirklich, aber mir fällt nichts ein, was an einem rollstuhlgerechten oder barrierefreien Wohnen oder grundsätzlich einer barrierefreien Welt für Fußgänger negativ ausfallen würde. Was wurde hier gemacht? Im Endeffekt, der Spiegel ist viel zu weit oben. Da sehe ich kaum was rein. Darum gibt es für mich hier der kleine Spiegel, um endlich mal was zu sehen. Wie sieht heute aus? Naja. Eine andere wichtige Sache ist, weil ich meine Füße nicht verwenden kann, ist ein Mülleimer zu haben, der über Gestenbewegung einfach öffnen sich lässt. Sehr hilfreich. Wichtig ist auch eine Dusche, die barrierefrei ist, das heißt keine Schwellen gibt. Und somit ich mit dem Duschrollstuhl, der sehr schwer und unhandlich ist, reinrollen kann. Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich immer darauf achten muss, dass der Duschkopf nach dem Duschen wieder unten steht. Sonst kommt Micha ja überhaupt nicht dran und beschwert sich. Brauchst du noch ein bisschen Hilfe? Darf ich dir ein bisschen helfen? Ganz pfiffig finde ich die Idee mit der Schiebetüre. Denn dadurch habe ich endlich mal viel Platz im Gang, um einfach gut zu rollern. Britta hat die Möglichkeit, dieses Bild gut anzuschauen. Und ich selbst habe endlich mal auch ein Bild für mich, wo ich auch die Details erkennen kann. Auf der richtigen Höhe. Im Schlafzimmer ist das Wichtigste das Bett. Das Bett, da ich 1,90 groß bin, haben wir eine Überlänge. Das heißt, 2,20 Meter ist das Bett lang und es ist eigentlich ein Pflegebett. Das sieht man aber nicht. Warum? Weil es nur ein Inlay ist oder beziehungsweise ein Rahmen, der innen drin steht. Und wir haben das Bett außenrum bauen lassen. Uns hat eben gestört, nach der langen Zeit, die Micha im Krankenhaus war und in der Reha, da will man erstmal nichts von Krankheit oder Medizinischem sehen. Und so haben wir halt die Möglichkeit, trotzdem noch ein Doppelbett zu haben, in dem wir beide gemeinsam schlafen können, ohne eine riesen Ritze zwischen uns zu haben, weil ein normales Bett neben einem Pflegebett steht. Das ist für die Pflegeperson natürlich immer hilfreich, wenn irgendwas ergonomischer oder höher ist, wenn ich ihn anziehe oder sonst irgendwie ihm helfe, dass das Bett entsprechend hoch ist. Und er braucht es natürlich, um ins Bett reinzukommen oder auf seinen Rollstuhl zu kommen, dass das Bett entsprechend auf seiner Höhe ist. Und wenn er irgendwas machen will oder versucht selber sich aufzusetzen, braucht es natürlich, dass das Kopfteil entsprechend hoch geht. Was auch wichtig ist, um mich nachts richtig drehen zu können, das Kissen. Das Kissen ist eigentlich ein Seitenschläferkissen und extrem lang. Aber wenn ich mich von links nach rechts wende, war immer das Problem, dass mein Kopf dann am falschen Ende von dem Kissen war. Sonst ist er beim Drehen halt wirklich, weil er einen steifen Nacken hat und natürlich wenig Bewegungsmöglichkeiten des Kopfes und auch wenig Handfunktion. Sonst hat er sich gedreht und dann lag er daneben und ist nicht wieder zurück oder nicht wieder drauf gekommen. Und das war auch so eine Idee, dass wir dann halt einfach ein langes Kissen holen, anstatt immer 3 aneinander gepflastert. Sollte jeder so machen. Also, wie funktioniert das Rutschbrett? Ich rutsche immer vom oberen Punkt, das ist mein Rollstuhl jetzt momentan, zum niedrigen Bett. Und zwar, ja, das Bett ist schon tief gestellt. Ich verwende das Rutschbrett, stecke es unter meinen Po, um dann jetzt drüber zu rutschen. Ich zeige es euch einfach mal.
Hier sitze ich drüben. Eine kleine Besonderheit bei der Matratze ist, dass die an der Seite hier eine kleine Verstärkung hat. Und somit sitze ich stabil da. Im Gegensatz liege ich in der Mitte, dann liege ich schön weich in der Matratze drin. Den Kleiderschrank können wir euch auch noch zeigen. Und zwar ist es natürlich so, dass Micha nur an alle unteren Fächer kommt. Und deshalb ist es natürlich so, dass ich nur den oberen Teil benutze. Also das ist meine Kleiderstange und das ist dann wiederum Michas Schubladenbereich. Und auch wieder so perfekte Höhe. Das ist meine Lieblingsschublade. Oben gehört alles mir, unten gehört alles Micha. Er hat hier hinten, ist quasi das Gleiche, hat er dann die Stange und ich die Schubladen. Barrierefreie Wohnung ist nicht gleich barrierefreie Wohnung. Darum mussten wir extra nochmal hier eine Rampe. Ist nicht viel, aber um diese 4 cm, 5 cm zu überwinden, brauche ich doch hier eine kleine Rampe. Das haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, aber ist einfach sehr mühselig, wenn ich jetzt da rausgehen will. Käme hier das Laptop hin. Und es tut auch gut, mal woanders zu sitzen. Die ganze Zeit im Rollstuhl ist man doch nicht gefangen, aber halt beengt. Und so sitzt man mal ganz gemütlich woanders. Schön. Müsste man fast noch öfter machen. Das war unsere Roomtour. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie andere wohnen, dann abonniert den Kanal oder schaut mal hier oder hier. Tschüss!